Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel 2. Ihr seht vermutlich schon, warum ich hier stehe, nicht um nächste Trainingssessions zu absolvieren, das sollte ich vielleicht auch zu gegebener Zeit irgendwann nochmal tun, weil da ist noch einiges offen. Aber ich habe Theresia gefunden und die anderen auch und wir quatschen jetzt mal nach und nach mit denen. Emily and I have been tweaking the settings of the combat shards together. Thanks to that, you're going to have a few new training exercises on offer. Do come and try them if you get the chance. They won't be easy, but I'm sure they benefit you in the long run. We have to give them a shot. I'll let Elisa and Elliot know too. Hehe, thank you. Anyway, when you want to try your hand at some high-level training, just come and let me know. Neue Trainingseinheiten. Oh, shit. Jetzt kommen die Vierer ins Spiel. Okay, ich dachte bei 3 wäre Schluss. Ich habe mich getäuscht. I'm so happy that Emily and I are back together again. And now that I'm here, I should be able to make myself useful. That's more than I can say for my time at Berea Heart. Hehe, it's wonderful to see Elisa again too. You might not know it by looking at us, but Emily and I were the terrors of range training back at the academy. Not to worry, of course. I'll be sure to keep her from getting too competitive. Kann man das werden? Wahrscheinlich schon, wenn du dich so reinsteigerst, dass du irgendwann nur noch Hass und Fokus auf den Sieg hast, aber weiß ich nicht, ob sie da so gefährdet ist. So, you want to take on Level 4 Range Training, do you? Are you ready to begin right now? Wow, man bekommt hier nicht mal eine Liste, aus der man aussuchen darf. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, aber ich würde es mir schon gerne mal angucken. Ich speichere mal. Einfach nur mal schauen, was da genau die Anforderungen sind. Man kann ja immer noch einen Rückzug machen, glaube ich. Man konnte doch aus den Kämpfen fliehen, oder? Ich erinnere mich. Da war doch was. So. Guck mal, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich gleich niesen, deswegen halte ich mir jetzt wieder ein Nasenloch zu. Pardon. Hat Vieh noch ihr ganzes Ausrüstungsgedöns? Ich glaube nicht, ne? Theoretisch müsste ich sie nochmal ausstatten, um hier eine reelle Chance zu haben. Aber ich will ja eigentlich nur gucken, was die Anforderungen sind. Und ob man das nicht vielleicht auch ohne Vorbereitung schaffen könnte. Keine Arts und keine Items. Kann man doch drüber sprechen, oder? Wie war das nochmal mit den Arts? Zählte zu den Arts auch S-Breaks? Oder waren die außen vor? Shit. Ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, das hat auch die S-Breaks aber... Nee, ich weiß es nicht. Aber die S-Breaks, die sind nicht bei den Arts gelistet. Ich könnte jetzt natürlich einmal durchballern. Ich meine, ich habe ja gespeichert. Ich mache das mal auf ganz, ganz kurzem Wege, indem ich jetzt ja alles einfach skippe. Weil ich werde vermutlich genügend Damage austeilen, schon allein wenn Sarah hier an der Reihe ist, um die jetzt hier alle zu KO'en. Warte mal. Eventuell aber auch nicht. Obwohl doch, wenn jetzt noch Elisa hinterher setzt, dann sollte das passen. Aber ich wette, die Conditions sind da nicht erfüllt. Bei irgendwas habe ich mich nämlich schon mal irritiert. Doch, da stand gerade Task Complete. Aber bei einem Stern. Ich weiß nicht. Da stand nur Task und nicht Tasks, glaube ich. Doch? Cleared Level 4 Range Training. Okay. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär, aber wenigstens schnell abgehakt, hat auch Vorteile. Nicely done. I should have known you'd come out on top. These might not be enough of a reward for a challenge like that, but please take them anyway. Dankeschön. Still, if you can handle that, you might be able to take the combat shell on when all of its stats are turned to maximum. Oh. This next level will be your hardest challenge to date, but I do look forward to seeing how you fare. You can now undertake Level 5 Range Training. Das ist dann wohl der Endgegner. Ich gucke mir mal nur die Conditions an und fliehe dann. Das ist jetzt mein perfider Plan. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. I'm so happy that Emily and I are back together again. And now that I'm here, I should be able to make myself useful. That's more than I can. Achso, das hat sie vorhin auch schon gesagt. So, einfach mal gucken. Are you really ready to take on Level 5 Range Training now? Best of luck. Danke. Also eigentlich bin ich gar nicht ready. Ich will nur gucken, was ihr da explizit jetzt haben wollt. Ich meine, ich müsste so vorher sowieso nochmal nach mir und meine CP wieder auffüllen. Wobei das eventuell...
Win without anyone reaching low HP. Das war noch nie eine Anforderung. Das ist ja krass. Also Low HP heißt dann wahrscheinlich nicht in die roten Zahlen abdriften, ne? Weil ab einem bestimmten Wert, ich glaube, wenn sie ein Viertel oder so erreicht haben, dann wird das rot. Aber without using arts würde theoretisch heißen, ich könnte nochmal Dings-Breaks durchballern, ne? Was schon wieder übelst primitiv wäre, aber oh dear, that didn't go very well for you at all. Still don't give up, I'm always here if you want to try again. Ich wollte ja nur einen Schnupperkurs belegen. Wenn ihr hier keine Flyer auslegt, die mir sagen, was die Conditions sind, dann muss ich halt in Kämpfe einsteigen und wieder fliehen. Dann können wir das nicht anders deichseln. So, das war auf jeden Fall erstmal Theresia. Dann ist Rex auf dem 3. OG. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, aber ich habe jetzt eine Woche nicht mehr aufgenommen, deswegen bin ich mir nicht so zu 100% sicher, wo genau. Aber wenigstens muss ich jetzt nicht alle Etagen nochmal absuchen, also ein bisschen Zeitersparnis haben wir so oder so. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Wo war Rex noch? Ah, Rex stand, glaube ich, draußen. Ich glaube, der war draußen, aber ich habe jetzt bestimmt das Falsche draußen genommen. Ja, der ist oben auf der gegenüberliegenden Seite, sorry. Warte, ich muss wieder gähnen. I'm sorry, ich bin voll ausgeschlafen, deswegen habe ich gerade gar kein schlechtes Gewissen. Ich bin definitiv nicht übermüdet. Aber man kennt es ja auch in Xenoblade Chronicles 3 ist es immer genau das gleiche seit einigen Wochen. I had a feeling this ship was gonna be cool, but damn, it's got more babes on board than any ship's got a right to. And they're all doing stuff they wouldn't do at the academy. It's a perfect blend of old and new. I had no idea Fidelio was here before you brought him to me either. Now I'm wishing I'd taken you up on your offer earlier. I don't know if I've got enough photo quartz for all the pics I want to take. I had no idea Fidelio was here. Ich weiß nicht, ich traue dem immer noch nicht. Und ja, irgendwann könnte man auch sagen, ist auch gut, aber Rex hat in den letzten Gesprächen hier und da mal durchblitzen lassen, dass er immer noch die gleichen Vorlieben hegt wie in Teil 1. Und das ist mit Blick auf unsere Mädels, die ich gerne schützen würde vor solchen Perverts wie ihm, mir so ein bisschen Dorn im Auge. So, warte mal, wen suche ich jetzt hier? Es sind übrigens 4 gewesen. Bridget und Beryl sind hier irgendwo. Beryl, das weiß ich noch, die hatte ihre eigene Kammer hier irgendwo, nämlich da, wo schwer zu erkennen ist. Hello, Lady. Oh. Guck doch mal ein bisschen weniger creepy, Mensch. Welcome, young one, to my room of fortune. Come closer if you dare see what your fate has in store for you. Hold on a second. Where'd all this even come from? Did you set this whole thing up on your own? Oh, there's no need to worry, I received permission. With war raging around us, there's no shortage of students whose hearts need guidance. I am here to provide it to them. Ich bin ja echt... mich würde jetzt echt mal interessieren, wer dir die Permission gegeben hat, also ganz ehrlich. Okay, what kind of person signs off on something like, well, like this? Ja, genau die gleiche Frage habe ich mir auch gerade gestellt, Reen. If there is something you don't believe or understand about my explanation, simply attribute this to fate. Should you ever find yourself lost in the swirling void and in need of my guidance, please do come and visit. I'd be happy to offer my services. Perhaps you'd be interested in knowing your compatibility with your companions. Vielleicht auch nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Kann ich das nicht übers Menü einsehen? Brauche ich dafür deine Worte zusätzlich? The Great Knight, having received a worthy blade of Zemurian ore, will once again become a living legend. Said blade will become the inspiration for those who wear the crest of the horned lion as it cuts down all in its path. So I have foreseen, but the future is not always set in stone. Who knows how things might play out? The Great Knight, having received... Das kennen wir, said Blade, play out. Okay. Curious about your compatibility with your companions, are you? Very well. 2 elements go into your compatibility. Ja, zweimal konnte ich es, beim 3. Mal geht's nicht mehr. The first element is your bond with the other person, which gradually builds over time.
The second is whether you've had a fateful moment with them that will allow your relationship to advance. I believe you've had a chance to experience these sorts of moments very recently, in fact. Let's take a look at how you're faring. The companions with whom your bond has developed and you've shared a fateful moment with are Alisa Reinford, Laura S. Arsate, Markias Regnitz, Emma Milstein, Justus Arberea, die Frage ist doch eher mit wem nicht, oder? Fee Clausel, Milliam Orion, Sarah Weilstein oder Steen, Toa Herschel, Alvin Reiser Anor, echt dieser Name macht mich jedes Mal fertig. That is all. Hat da irgendjemand Wichtiges gefehlt? Elliot wurde nicht genannt. Und Gaius wurde nicht genannt. Hat von den Mädels jemand gefehlt? Ich glaube nicht. You will have the chance to develop your relationship with one and only one of them soon. Oh, but who will you choose? Oh, the curse of popularity. Next are your companions you've experienced a fateful moment with, but with whom your bond is insufficiently developed. Elliot Craig. Gaius Warzel. That is all. Do not fret, there is still ample time to develop your bonds. Fateful moments are fateful, tied to specific times in our lives, but bonds can be developed whenever you wish. Still, you have some say in your fate. Whether you choose to seek the fateful moments or let them pass is up to you. Finally, the names of those with whom you've developed a strong bond but have not experienced a fateful moment with. Oh, no one at all. Well, that's all I can tell you. Remember, your fate is not set in stone, but you're the only one who can influence it. Good luck. Ja, dankeschön. Ey, das war mega. Ich fand das gut. Also, hat mir besser gefallen, als wenn ich jetzt jeden Namen hätte einzeln auswählen müssen. Und dann würde bei 70% das Gleiche stehen und minimale Abweichung. Also so als Art Zusammenfassung fand ich das schon ganz cool. Ja, jetzt ist sie auch bei uns. Welcome at home. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo ich Bridget seinerzeit angetroffen habe, aber die war... Ah, da ist sie schon. Sie war nämlich auch hier auf der Etage. Reen, could I possibly ask you for a favor? Nope, no asking allowed. What? I'm kidding, of course you can. Ich wollte gerade sagen, gib uns unseren Reen zurück. Thank you. It's about Alan, actually. As I'm sure you know, he's done a lot for me since we first started dating. I want to show him just how much I appreciate that. That's really nice of you. Got anything in mind? Well, yes, I'm thinking of cooking for him. All the housework I did in Berea Hut helped boost my confidence in the kitchen, so I'd like to surprise him with a really special homemade meal. I have a feeling he'd like that. I can see him jumping for joy already. The only issue being I have absolutely no idea what I should make him. That's where you come in. Could you bring me some dishes that you'd consider unique that I can sample? You wouldn't have to do this right away, of course, just whenever you're free. If that's all you need, then sure. If I see or taste anything particularly unique, I'll bring it straight to you. Thank you, it's a big help. Ja, wenn sonst nichts ist. I caught wind of the fact that you're planning on a performance for Celdic. Naturally, I'd be happy to assist, especially since you've managed to get a hold of a piano. How could I resist? I might as well get some practice in since it's been so long. I wouldn't want to perform any less than my best here. I caught wind of the fact that you're... Vor allen Dingen I caught wind. Ich meine, sie wird Teil des Ganzen sein, deswegen haben wir sie ja darauf angesprochen. Insofern ist die Formulierung fast schon ein bisschen zu distanziert. Oh, hier hat sich aber ein bisschen was angesammelt. This looks delicious. It's like you knew just what I was hoping to see. Thank you so much for all of your help, Reen. Immer wieder gerne, sagt sie jedes Mal das Gleiche. Das sieht gut aus. Also zumindest so lange, bis sie irgendwann mal eine Belohnung für uns hat, vermutlich. Ich fange mal unten an. Dann verkürzt sich der Scrollweg immer mehr. Na, wobei ich treffe mich dann irgendwie in der Mitte. Ich spule mal hier ein bisschen vor. Here, please take these. They're the least I can give you for all you've done. Ah, jetzt wäre wenigstens mal Celestial Balm hier rüberschieben können. I look forward to seeing what else you might bring me. Na, ein bisschen was kommt noch.
Sie hat gerade nochmal Celestial Balm rübergeschoben. Ich habe jetzt wahrscheinlich so schnell vorgespult, dass ihr das nicht gesehen habt. Aber es gibt wahrscheinlich 3 Belohnungsstufen und das Wiederbelebungszeug wird immer besser. Aber ich habe mein Celestial Balm bekommen. Meine Gebete wurden erhört. Viel mehr brauche ich nicht. Noch nicht. Okay, dann bin ich jetzt hier erstmal durch mit den Students, die wir jetzt kürzlich in Anführungsstrichen rangeholt haben, aber noch nicht gesprochen haben. Und dann würde ich als nächstes mal eben kurz unsere Missions checken. Und ich glaube, Oliver, können wir hier noch ein bisschen was reporten. Bin da nicht mehr so ganz im Bilde, aber sieht gut aus. Hello, my friend. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Marvelous. You've ranked up. This is just a little Oh, something from me. Aura Jacket 2 oder 2. Man erkennt hier, finde ich, auch immer ganz gut, wie lange das Spiel eigentlich noch geht. Und das sieht so ein bisschen aus, als würde ich aufs Ende zusteuern, ne? I knew I'd Aura count on you. Jacket 2. Auf gar keinen Fall vergessen. Ich glaube nämlich, das Ding kann was. Adios, my love, hätte ich gerade fast gesagt. Und jetzt habe ich es auch gesagt. So, Aura Jacket, where is it? A jacket woven from radiant thread, granted to a top student. Das schreit ja förmlich danach, das Reen anzulegen. Wobei, Reen war nicht der... Emma war doch immer die Beste, oder? Emma und Markias. Das Ding kann was. Das kann ich auf jeden Fall auch nicht kaufen. Ich muss jetzt nochmal kurz abwägen. Haben alle Platinum-Jacket an? Nee, die Mädels sind alle mit einem Crystal Dress ausgestattet. Und das würde zu Lasten, aber auch nur minimal zu deren Angriffslasten gehen. Das hier hingegen auch. Warte mal, ich habe hier plus 120 plus 410. Das nimmt sich also vom Boost her nicht viel. Ja, eigentlich ist es voll egal, ob ich das jetzt mit einem Crystal Dress oder mit einer Platinum Jacket vergleiche. Bei ihm würden Defensive und Arztdefensive wieder ein bisschen näher zusammenrücken, hier allerdings auch. Von welchem Faktor mache ich das jetzt am ehesten abhängig? Wer hat denn den niedrigsten Defensivwert? Das wird bestimmt Emma sein, von meinen Hauptleuten auf jeden Fall. Und wer hat den nächsten Arztdefensivwert? Oh, die sind alle so nah beieinander, ne? Eigentlich könnte man aufgrund des Evade-Werts... Ich könnte das auch einfach Alisa geben. Weil bei Alisa habe ich immer die Herausforderung, sie kommt früher oder später immer in die schwierigen Kämpfe mit rein und verreckt immer relativ schnell, weil sie halt immer so ein bisschen die Resterampe an Equipment bekommt. Wobei für Uses gilt das auch. Aber bei Alisa, die hat immer so einen festen Turnus, wann sie reinkommt. Nämlich, wenn ich wieder CP-Nachschub brauche. Also sie ist streng genommen fester gesetzt oder konkreter verplant oder beplant. Konkreter verplant. Verplant würde wahrscheinlich eher zu manch anderem Charakter zutreffen. Oder auf manch anderen Charakter. Über sowas hier könnte man dann auch nachdenken. Aber da, oh, Speed. Nee, der Speedwert. Ich bin noch so ein... Guck mal, aber hier... Hier geht doch noch was. Einmal die Battle Spikes für Uses und dann haben alle oder einige mehr oder minder davon profitiert. Ich finde, das kann man so stehen lassen. So, jetzt gibt es hier nichts mehr zu reporten. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Das hier klingt nach Legram, wenn Klaus der Client ist. Und das hier ist das mit dem Konzert. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir da schon alles haben. Student Information. Colette sammeln wir bald ein. Rosine kommt vielleicht nach dem Konzert und dann sind wir in dem Kapitel auch mit allem durch. Also zumindest was das Studenteneinsammeln angeht. Ich würde sagen, wir sind auf einem ganz guten Kurs eigentlich. Gibt es bei den Recipes noch irgendwas Offenes? Nö, das sieht gut gefüllt aus. 2 fehlen noch. So, ich will dann nur noch mal wegen dem Konzert kurz gucken. Hearts in Harmony. Are all in place now? Let's head back to Celdic and give Rosine an update. In welcher Reihenfolge tun wir das alles jetzt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach Celdic. Ich glaube, das habe ich in meiner Zusammenfassung, was ich hier für diese Folge mir so alles vorgenommen habe, gar nicht mit aufgezählt. Aber jetzt ist es soweit. Oh, diese bedrückende Stimmung, ne?
Brauchst du hier gar nicht laut zu reden. Warte mal, nee, wo waren das nochmal? Die waren alle in der Kirche, waren die. Musste mich gerade kurz sammeln. Schon wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber wir bringen gute Neuigkeiten mit. Beim letzten Mal stand sie woanders. Hey, meine Liebe. Oh, there you are. How are the preparations going? Hello, everyone. Everything's coming along nicely. In fact, we have about the same amount of space as we did during Trista's concert now that the podium's gone. There should be plenty of room to set up the piano then. Yeah, there's more than enough space for everyone here. Oh, could that mean you found enough people? Yeah, we found both enough performers and instruments to move forward with the concert. Ey, ganz ehrlich, streng genommen könnten Reen und Elliot sich ja auch hinstellen mit dem, was die haben und wahrscheinlich den Leuten auch was Schönes darbieten. Ne? Also es wäre dann wahrscheinlich nicht so umfangreich und nicht so variabel, so vom inhaltlichen Ablauf, aber das, oder von der musikalischen Vielfalt, aber man hätte schon Mittel und Wege gefunden. Aber schön, dass es trotzdem geklappt hat, ja. We've told them that we'll go and collect them as soon as everything's ready here. Oh, jetzt lass mich bitte nicht alle nochmal anquatschen müssen. It did take some searching, but fortunately for you, we were able to make everything work out in the end. Really, thank you so much. I knew asking you all was the right call. All that remains are the final preparations. And the piano should be arriving soon too. We'll have to spread the word after we help carry it in here. Although, I think we'll have to go get Elliot before that. Chances are, things will go much smoother with him around. That's very true. His advice should be a great help. Should we return to the Courageous now, then? Now, then? Machen wir. Wobei, das müssen wir eigentlich gar nicht. Ich habe das schon wieder voll vergessen, dass wir ihn ja auch mit dabei haben müssen für diese Mission. So, dann wird jetzt einmal kurz Uses auf die Ersatzbank gehen. Also auf die zweite Ersatzbank quasi. Dann schauen wir mal, was sie gleich zaubern werden. Should we begin getting everything ready then? Everything's working out perfectly on our end so far. We've even got the entire wind orchestra assembled. Let's get these preparations out of the way and get started. Yes. Okay, let's do this. Das ist jetzt aber kein Minispiel, oder? Let's make sure they can give everyone a concert to remember. Thanks. Is everyone else ready to begin? Ja. Habe ich einen aktiven Part oder darf ich gleich gemütlich mich zurücklehnen und Kaffee trinken? Wasting no time, everyone began working together to set up the stage. They did so as quietly as possible, so as not to disturb those still recovering. And soon enough the piano arrived as well. Ja, und was macht ihr mit den ganzen schwer Verletzten, die da noch liegen, wenn es hier dann losgeht? Dann wird es doch voll laut. Phew, that was a little too heavy for comfort. This is the piano you mentioned? I love it. It's a rather fine one too. I'm impressed at the condition it's in, considering where it was left. Yep, there won't be any issues playing it, but that's no surprise. It was made by the Revolt company and they really know their stuff. Revolt. Wer war denn das nochmal? War das nicht Claires Nachname? Was hat Claires Familie irgendwas mit der Erstellung von Musikinstrumenten zu tun? Vielleicht bin ich auch gerade völlig auf dem falschen Dampfer, aber ich glaube, das gehört zu ihr. Wait a minute, Revolt? Ey, Reen und ich haben schon wieder die gleichen Gedankengänge heute. They're an old company famous for their high-quality instruments. My father had a number of their music boxes, in fact. Yeah, their music boxes were pretty popular. My violin was made by them too, actually. Is that so? That would explain why the name sounds so familiar, even when I don't know much about music. That's not the only place you might have heard the name, though. Isn't Captain Clare's surname Revolt? Ha, 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 ha. In meinem Kopf ist so nicht alles verloren. Hey, you're right. I hadn't even noticed. Yeah, her full name's Claire Revolt. It may just be a coincidence, but perhaps there is a connection between them. I'm curious, but I don't think Claire would appreciate me snooping around in her business when she's not even here. Sorry, I probably should have kept my mouth shut. I don't want us getting sidetracked. Naja, das ist, also, warum soll sie dir denn böse sein, wenn ihre Family in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart ein Geschäft zu laufen hat?
in dem Zusammenhang. Also, finde ich jetzt nicht problematisch, aber okay. Let's focus on getting the stage set up for now. Yeah, sure. The quicker, the better. Claire und Musik. Ich mag diese Verbindung irgendwie, weil ich das bei ihr vermutlich am wenigsten erwartet hätte. No longer distracted, they finally started properly setting up for the concert. It wasn't long before all was ready. Afterwards, they gathered the performers and the rest of the wind orchestra. And after a quick meeting and rehearsal, the concert could officially begin. Ach, die hören das ja auch, aber so ein bisschen gedämpft. Okay, die Lautstärke, die ist, glaube ich, voll okay. Vielleicht hilft ihnen das sogar beim Genesungsprozess. What the? It's coming from the auditorium. They did mention that there'd be some sort of event taking place there, now that I think about it. Ich bin gerade überrascht, dass die Anwesenden hier in der Kirche nicht vorher informiert haben, sondern dass sie einfach loslegen. Oh. Warum setzen sich die anderen nicht hin, die da rumstanden? What a lovely melody. And it's so soothing. Feels like the pain from my body is just fading away. Oh, Luise kommt zu sich. Guck mal. Das ist das Happy End, auf das wir alle gewartet haben. Sis? Huh? Where am I? What's with the music? Jake! Jake's awake too. Ja, schon ein bisschen unrealistisch, ne? Aber ich freue mich trotzdem. Es passt halt irgendwie. Guck mal, wie schön sie zusammenspielen. Ich meine, einfach zu jedem NPC auch schon so eine kleine Verbindung aufgebaut hat, ne? Keiner ist irgendwie egal. Mit jedem assoziiert man irgendwie was. Und dafür liebe ich die Trades-Spiele einfach. The concert went on without a hitch, attracting more and more people over time. One after another, the townsfolk began to wander into the chapel to hear the music. Even the injured were coming in to listen. Hättet ihr das vorher angekündigt, dann hättet ihr von Anfang an eine volle Bude. So, was ist, wenn gerade vielleicht jemand außerhalb unterwegs ist und auch gerne dabei gewesen wäre? Upon looking at the turnout, Class 7 could tell a spark of hope had returned to the people of Celdic. Aber ich glaube, die größte Belohnung ist, dass einige wieder bei uns sind, die bis gerade eben noch im Koma gelegen haben. Und das ist eigentlich krasse. That was absolutely fantastic. Thanks a lot for joining us, sis. And thank you, Instructor Mary and Andre. Andre? I don't think things would have gone as well without you two. Glad I could help. It was nice being able to play alongside Elliot for the first time in a while too. It was an absolutely wonderful experience, especially considering how many people we had in the audience by the end. Ich habe Mary so in mein Herz geschlossen, also noch mehr, nachdem ich mitbekommen habe, wie so Druck auf sie ausgeübt wird im Zusammenhang mit Makarov. Yeah, that is all the proof I need that the love within our music touched the hearts of those who heard it. It was a blast getting to perform with Instructor Mary. It was a good chance for me to make up for missing the concert back in summer too. Stimmt, da war der verletzt, ne? Der hat irgendwas mit seinem Arm. Sag mal, hat Tibel immer schon eine Brille getragen? Thanks for inviting us, Elliot. It was a pleasure being able to perform side by side with professionals. Honestly, the wind orchestra played very well. They held their own even on the same stage as professionals. Kannst du das eigentlich beurteilen, Laura? Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber bist du da so in der Materie drin, um das wirklich so sagen zu können? Also, wenn ja, Respekt. Thanks a lot, guys. You should be proud, Elliot. You put together das ist ein D zu viel, ne? An amazing concert. It's been a while since I had the treat of hearing Fiona play the piano. It wasn't bad, I guess. Oh, Celine, can't you just admit that you liked it? This is an
unprecedented miracle. All the people who were previously unconscious have now awoken. I see asking all of you for this favor was the correct choice. Thank you so much. Sie hat so eine schöne Augenfarbe, die Rosine. We too wish to be of some help to the townsfolk, so no thanks needed. In fact, we should be thanking you for getting in contact with us. Still, the success of this concert means so much to me. I've always wanted to repay the people here for all they've done for me, and now you've all helped me accomplish that. That's why I've received permission from Father Zöbel to accompany you all on the Courageous from here on out. Ooh, really? That's great. We always could use more people. We look forward to having you on board. Thank you. Okay. Vor der nächsten Folge gleich mal gucken, wo sich die Rosine niederlässt. Hearts in Harmony. Das war eine schöne Mission. Irgendwie. Hätte man dann auch mehr AP rausholen können? Rosine was welcomed aboard the Courageous. Sehr, sehr schön. Wie lange hat das Konzert jetzt eigentlich gedauert? Das hätte mich nochmal interessiert. It was so nice to get the opportunity to take part in such a fantastic concert with all of you. It will be a long, winding road to heal the townsfolk's hearts, but I would be thrilled if this served as the first step down that path. Das war zumindest der Plan. Was so nice, opportunity... Hier wiederholt sie sich. Na, Andre, bist jetzt der neue Priester hier? Hey, once again, I feel those around me with the gifts of love and courage. Now it's practically guaranteed that Celdic will recapture its former glory. And when it does, you will find me at the Grand Market, fiddle in hand. Aha. Also nicht mehr am Berea Heart, wo wir dich, glaube ich, zuletzt gesehen haben. Ich glaube, hier können die Leute deine Musik gerade tatsächlich ein bisschen besser gebrauchen. Thank you again for everything you did to make that performance possible. It was lovely to see the Wind Orchestra perform again and to participate myself, no less. I wish you the very best of luck in whatever you do next. Dankeschön. Thank you again for everything you did. Es war schön, dich hier zu haben, meine liebe Mary. Na, ihr zwei, wie hat's euch gefallen? We all feel much better after that concert. In fact, I can't remember the last time I've been so at ease. Life hasn't exactly been kind to us of late, after all. That concert truly put my mind at ease. It's just a shame that Otto couldn't be here to hear it. Da sagst du was. Von oben hat er bestimmt mitgelauscht. Tonight may be my first good night's sleep since Celdic was attacked. Thank you so much for that concert. It was truly a splendid performance. Ich wette, hier sind auch einige Tränchen geflossen bei den Leuten. Tonight maybe... Achso, das hat sie schon mal gesagt. Immer wieder gern. Gute Frau. Immer wieder gerne. Na, ihr zwei. Oh hey, that is all better again. Yeah, it's better when he's like this. It's his job to make everyone happy after all. He has to be happy too. Ist das so? Also, dass es ihm besser geht, dann freut es mich. Oder tut er nur so, um seinem Sohnemann keine Sorgen zu bereiten? Now that was a solid concert. Couldn't have been a better way to cheer me up. Seems like everyone else regained consciousness thanks to it as well. Well, that's me told. You cannot give in to depression. Right, troops, we're gonna get Celdic back to the way it was. Yes. Ja, das mit der Depression, das kann man sich halt leider nicht aussuchen, ne? We really owe you all for that concert. Everyone's cheered right up thanks to it. Just you watch. We'll have Celdic right back to how it used to be soon enough. Yes. Der ist ja wirklich voller Elan. Der Kleine hat uns nicht so viel in Aussicht gestellt. Hello. Nobody could have expected that the concert would lead to a miracle like this. Eidos is truly with us at all times, but it would be negligent of me not to offer you and Rosine our deepest thanks for preparing all this in the first place. Thank you again, and please take good care of Rosine for us. Ja, Rosine's told us that she plans on joining all of you. Hat sie wahrscheinlich schon. We owe her a debt of gratitude after all of the hard work she's put in over this past month and a half. Please take good care of her, won't you?
Ja, wie um alle anderen auch, ne? Langsam wird es ein bisschen voll auf der Courageous, aber die kümmern sich schon untereinander hoffentlich auch. Umeinander. Untereinander, umeinander. I never would have expected the concert to help anyone regain consciousness. Ja, ich auch nicht. That was the very definition of a miracle. Oder the very definition of a JRPG. And a reminder that we can't abandon hope just yet. We have to move forward no matter what challenges we may face. I need to do some checkups on those two now that they've regained consciousness. Once again, thank you for your help. It warms my heart to see people working so selflessly. Also der Zusammenhalt, der ist hier, glaube ich, unerreicht. Ich glaube auch, dass Leute in Berea Heart und in Ruhe auch zusammenhalten würden, aber nicht in der Dimension, wie das hier in Celdic der Fall ist. Behaupte ich jetzt, vermute ich, weiß es natürlich nicht. Hey! Also, ich habe jetzt mit der Katze... Achso, ja, Lulu. Nee, Mina wollte ich eigentlich sprechen. Jake, you're awake. How are you feeling? Are you alright? I'm fine. You wanna bring me something to eat, though? I'm starving. Wir haben bestimmt was für dich. Jake, you're awake. Aber ich glaube, seine Bitte richtete sich an die kleine Mina und an Susie. What, Jake, you're alive? I'm so sorry. This was all my fault. Wanna keep it down a bit? You're giving me a headache here. Da verliere gleich ich meine Stimme, als würde ich mich angesprochen fühlen. Thank you, Idios. Ich find's so furchtbar, dass sie sich Vorwürfe macht, die Susie. Ich wünschte, ich könnte ihr diese Perspektive nehmen. Heinz, I've got a favor to ask. What is it? Just say the word and I'll do it. Thanks, I really owe you one. Truth be told, I wanna hand my store off to you for the time being. Oh, come on, now's not the time for that. So he cares about his store that much, huh? Good grief, you're one inspiring kid, aren't you? Naja, wenn er seinen Lebensunterhalt damit verdient. Also ich will nicht sagen, dass da auch ein gewisser Idealismus mitschwingt. Das kann natürlich auch sein, aber damit ja, sichert er halt seine Existenz, ne? Also, naja, wir wissen es nicht im Detail. Das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Also alles gut. I'm begging you, Heinz, I don't want to give up on it. Maybe I can't run it myself, but someone else could. Ich glaube, das wird er eben nicht abschlagen, oder? Er hat zumindest nicht Nein gesagt. That concert was something else. I feel like I'm finally ready to try to move forward now. This is no time to be letting our spirits drop. We need to restore this town to its former glory. I might not be in any condition to do that just yet, but now I'm extra inspired to get well enough to do my part. Das ist doch schon mal ein Anfang. That concert has given me the will to finally start trying to move on. But before anything else, I need to make sure I heal up as fast as possible. Der klingt sehr vernunftbegabt, mit dem wie er die Lage der Nation einschätzt. Luise. Okay, warte, ich fange mal mit Paul an. Oh, Luise, you finally opened your eyes. Thank you, Idios. Thank you so much. Calm down, Dad. Oh, Luise. Ja, wer kann es ihm verübeln? Ich würde ja auch komplett eskalieren. Aber das muss wahrscheinlich für jemand wie Luise auch gerade ein bisschen anstrengend sein. Die hat jetzt eine Weile im Koma gelegen, ne? She's awake, she's awake. It's a miracle. Thank you, Idios. Schreit mal hier lieber nicht so rum, ey. Nicht, dass sie gleich wieder einschläft, weil es ihr zu viel wird. Why, hello everyone. It's been a while. I have to apologize for making you all worry about me. That's not something you need to apologize for. The fact that you've come to is all that matters. You look like you're doing a lot better. You really had me worried. Next time I stop by for a drink, you're on pouring duty, got it? I can live with that. I heard about both the market manager's passing and your actions afterwards. Thank you so much for everything. After all you've done for everyone in the town, it would be rude of me not to recover as quickly as I can. Und da lächelt sie auch schon wieder. I do hope you all keep walking this path you've chosen to believe in. Kann ich mal lesen. I'm sure that you have what it takes to change things for the better. Your trust means a lot to us. Thank you. We truly do appreciate it.
I have to make sure to recover as quickly as I can. But in the meantime, I hope you keep walking this path you've chosen to believe in. I'm sure that you have what it takes to change things for the better. Das haben wir auch schon mehr als einmal unter Beweis gestellt. Aber danke trotzdem für die warmen Worte. Ich glaube, sie kann sich dahingehend auf uns verlassen. Also treu bleiben tut sich in Wien so oder so. Ich fand es trotzdem vorhin so lustig, wie er Bridget auf den Arm genommen hat und so meinte, nee, gerade keine Zeit hier zuzuhören. Warum ausgerechnet bei ihr? I had the pleasure of hearing that concert at the church. It served as a much-needed soothing moment between all the depression. We can't just mope around forever. There has to be something we can do to fix all this. I had the pleasure of hearing. Okay, sagen die jetzt alle was Neues, auch hier draußen. Ich weiß nicht mehr, wie die beim letzten Mal dagestanden haben. Otto devoted his life to turning. Das hier ist zum Beispiel alt, glaube ich. Vielleicht war sie die Letzte, die was dazu sagt, weil sie in der Nähe der Kirche auch sitzt. There was some music coming from the church just a little while ago. It reminded me of the days when the Grand Market was still open. I miss those days. That music reminded me of all the fun times at the Grand Market. Here's hoping it opens up again soon. Ich verstehe halt nicht, warum er nichts Neues sagt und sie schon. Ist das jetzt hier schon wieder so ein 50-50-Ding? This won't do, a man can't sit around crying all day. Das hat er beim letzten Mal auch gesagt. Ich bin verwirrt. I came over to help with clearing up the debris. Townsfolk Market Manager. Aber mit Margot will ich nochmal sprechen. Ich glaube, sie hieß so. Vielleicht hat sich bis zu ihr schon durchgesprochen, dass Luise wieder wach ist. Yeah, I heard all about it. I couldn't believe my ears, but it sounds like Louisa really did regain consciousness. I was so relieved when I found out. I've been worried sick about her the whole time. Oh no, I'm so relieved. I can't even hold the tears back. Musst du ja auch nicht. I shouldn't be crying after something this miraculous happening. It's hard to express just how thankful I am to all of you. You've all done so much for this town. Thank you so much from the bottom of my heart. Das haben wir so gerne gemacht. Vor allen Dingen, wenn es am Ende zu solchen Reaktionen führt. Also was kann es Schöneres geben? Ich wusste, dass wir uns nochmal miteinander unterhalten sollten. Haben wir sonst hier noch jemanden? Hast du einen Bezug zu Luise? Both my store and my goods were all burned up. That's about the only thing I have left now. What exactly does ideas? Ja, das hat er beim letzten Mal schon gesagt. Kann einem auch nur leid tun, der Mann. Aber das gilt eigentlich, glaube ich, für jeden, der irgendwie hier ist. Genau, ihr Haus oder Zuhause ist abgebrannt. Das hatte sie uns beim letzten Mal auch erzählt. Okay, ich glaube, damit sind wir bei dem Kleinen. Hatte der hier irgendwie noch Angehörige oder so? Also wenn ja, dann sind die wahrscheinlich bei ihm am Bett gewesen. Also ich würde sagen, wir sind durch. Wobei einen gelben Punkt habe ich hier gesehen. Ach nee, sie stand beim letzten Mal auch schon nicht hier. Ja, genau. Das hier hat sie schon mal erwähnt. Genau, da fand ich... Also es ist eigentlich traurig, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen niedlich, wie sie drauf reagiert und es dem persönlich heimzahlen will und so. Und so richtig lustiger in Anführungsstrichen Plot-Twist wäre es gewesen, wenn sie sich der Gruppe anschließt, um ihren Rachegelüsten Folge zu leisten oder so. Ich würde... Okay, eine letzte Sache noch, bevor wir Celdic verlassen. Und zwar würde ich gerne nochmal in Beckys Haus gehen, beziehungsweise in das Haus ihrer Familie, weil da gab es jetzt neue Dialoge beim Vater und beim Sohn. Aber hier ist ja auch keiner. Nee, deswegen hat sich das erübrigt, alles klar. Na gut, dann lass uns mal auf die Courageous zurückkehren. Dann können wir jetzt nämlich erstmal reporten, dass die Mission abgeschlossen ist und dann machen wir weiter im Berea Hart Umland. Oh, was zur Hölle tue ich? Hier kann ich reporten, nicht bei Tower. Tower kann zwar vieles, aber unsere Reports entgegennehmen. Soweit ist sie noch nicht. Hat genug anderes Zeug um die Ohren. 4500 Mira. Rank Upgrade.
Nö. I'll be looking Ein Item forward. hätte ich aber gerne genommen. Die geben mir mal so schöne, starke Equipment-Sachen einem mit. So, Colette, genau. Colette ist nämlich der Grund, warum wir eigentlich ganz was anderes heute machen wollten. Und ich habe mich wieder vom eigentlichen Kurs abbringen lassen. Ich musste dann hier überlegen nach Süden raus, ne? Wo komme ich jetzt raus hier? Also einmal die Street hier runter gerusht und dann einfach mal gucken. Ich darf nicht vergessen, vor der nächsten Folge auch nochmal auf der Courageous nach Rosine zu suchen. So, aber wir sind hier schon mal gewesen. Das heißt, theoretisch brauche ich nicht kämpfen. Vielleicht kriegen wir das heute trotzdem irgendwie abgeschlossen. Ich bin guter Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spots das insgesamt waren jetzt. 4 oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist auf jeden Fall Numero 1. Dryad's Tear. Found one. Yes, this is definitely a Dryad's Tear. Then the search continues. Das tut es. Warte. Ich versuche mir das ja immer irgendwie zu merken. Ich bin jetzt so ein bisschen durch Xenoblade Chronicles 3 den Luxus gewöhnt, die Karte aufzumachen, also die große, und trotzdem weiterlaufen zu können, was ich immer ganz praktisch finde. Aber hier geht's halt nicht, ne? That's two. Man, it really is pretty. It still baffles how the Count wanted to eat something like this. Ah ja, ich erinnere mich. Das war eine richtig verstörende Szene. Dass sich Laura da auch noch dran erinnert, überrascht mich wenig. Aber danke für die nette, in Anführungsstrichen, Erinnerung. So, hier ist der nächste. Das dauert ja gar nicht so lange. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das hier ein neues Gebiet ist, wo ich auch alle Gegner bekämpfen wollte und so. That's 3. Just one more to go. Let's keep it up. Ach, warte mal, ich bin übrigens noch mit der falschen Gruppe unterwegs. So viel Zeit muss mal eben sein, denn ich hole jetzt mal Jusis mit rein, ne? Der hat ja manchmal auch immer interessanten Senf, den er von sich gibt. So, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Hier einmal nach rechts und dann nochmal nach rechts. Ich glaube, ich habe das gerade so ein bisschen gescannt. Nee. Ja, bin ich an dem Punkt schon vorbei? Nee, der ist erst hier. Es hilft auf jeden Fall, dass die Gegner abhauen. Die Kiste habe ich gerade irgendwie keinen Bock, weil der Ort, also wenn die Gegner schon abhauen, dann weißt du, dass das hier nicht so die High-End-Ecke ist. And that makes 4. Colette should be happy with these. Nice, that wraps things up nicely. Let's head back to the jewelers and report. That's the plan, my dearest Sarah. Ich glaube, ich bin so schneller, als wenn ich jetzt nochmal zurücklaufe, weil ich ja ansonsten immer ständig in die Karte wieder reinspringe und dann 10-mal im Kreis laufe. Machen wir mal lieber einmal so. Und dann kriege ich den Missionsabschluss jetzt doch noch heute untergebracht. Ja, Neißenstein. Ich weiß gar nicht, was ich danach machen soll. Ich glaube, dann geht's schon an die Schreine, oder? Oder habe ich noch irgendwas anderes auf der Uhr? Ich habe auf jeden Fall noch den optionalen Cryptid da in der Isengard Range, aber den wollte ich erst ganz zum Schluss machen. Ich wollte ihn nur noch mal in Erinnerung rufen und signalisieren, dass ich den nicht vergessen habe. Oh, hey, did you get enough tears for me? Sure did. Here you go. Rin handed over 4 Dryad's tears. Let's see here. Yep, perfecto. Thanks a ton. I should be able to make some really nice charms with these. Speaking of which, time to get Turner to work his magic. Ja, dann zauber mal ein bisschen. Having gathered the materials needed, Colette had her charms made. And after leaving one of the jewelers, she left to hand out the rest. Mir ist schon klar, dass Magic hier nur als Redewendung gemeint war und dass jetzt hier nicht anfängt, irgendwie Feuerbälle zu schmeißen. Das nur am Rande. Ups. Gibt's Probleme? Nee, ich habe schon wieder zu viel reininterpretiert. Ich versuche gerade Signale zu deuten. Die freuen sich miteinander. Das kannst du eigentlich irgendwie gar nicht so übersetzen. Du weißt, was das für Gefühle auslöst, aber das in Worte zu packen, klingt irgendwie immer lächerlich und deplatziert. Ich weiß auch nicht. Wobei hier Freude, Fröhlichkeit, glaube ich, durchaus zutreffend ist. There we go. That should be all of them. I'm so glad everyone liked them. I'm not surprised. They're so well made.
The jeweler certainly did a fine job. It was worth all that effort in the end. I'm just glad they ended up in the right hands this time. Yep, good to see you guys managed to make up for what happened last time. Bet you're happy to have the closure, right? Thanks a bunch, you guys. Einfach mal Sarahs Frage ignoriert, okay. I even got a bunch of clothes and accessories as parting gifts. Gonna have to hand some of them out to everyone on the Courageous as thanks for letting me come on board. Are you ready to come with us now then? Yep, can't wait to hang out with you some more. We'll sure we'll see you on board, Colette. Das werden wir. Dann kann ich jetzt nach Colette und Rosine suchen. Ich muss mir einfach Colette mit Kotelett übersetzen und dann habe ich eine Rosinenkotelett. Das ist jetzt meine völlig bescheuerte Eselsbrücke, um die beiden nicht zu vergessen. So, gibt's jetzt hier noch irgendwas Neues? I've been hearing a lot of rumors about the Courageous lately. Never would have expected that Colette would end up joining you on it. You probably got a tough road ahead, but don't give up, you hear? We'll all be cheering you from here. Cheering you on from here. Aber man hätte auch sagen können, cheering you, oder? Oder geht das nur mit on? I've been hearing a lot of rumors about the Courageous lately. Okay, so. Dann würde ich beim Jeweler nochmal vorbeigucken. One of the Imperial Army. Ne, das hier ist alt. Das kennen wir. Ich möchte nur Colette-bezogene Themen jetzt hier noch mitnehmen, bitte. So, bei Turner geht auf jeden Fall irgendwas. Also an neuen Redeoptionen meine ich. Guten Tag. Kinda sad that Colette's leaving, in all honesty. I gave her a bunch of stuff I made during my training as a parting gift. Of course, I made sure it was all stuff I felt was up to snuff. So yeah, feel free to make use of them for yourselves as well. Macht sie da jetzt einen Shop auf, oder was? Kinda sad that Colette's leaving, in all honesty. Das hat er hier schon mal gesagt. Das ist also nicht neu. Aber du hast jetzt nicht aufgestockt oder so, ne? Nee. Du bist der Laden, bei dem ich immer weint in der Ecke liegen will. Und wo ich gar nicht so genau hinschauen möchte. Yesterday was a real surprise for all of us, even the nobles. But that's got nothing to do with us, so we'll be focusing on work as usual. I'm curious as to how Brooks' training is. Guck mal, der kommentiert gar nichts hier mit Colette, oder? Ich glaube, das war gerade nicht auf sie bezogen. Oder auf die jüngsten Geschehnisse um sie herum. Deswegen, ja, lassen wir das mal so stehen. Ich kann irgendwie noch gar nicht glauben, dass wir beim nächsten Mal dann mit den Schreien schon weitermachen. Warte mal, ich muss mal die Gunst der Stunde, um jetzt hier mir einen Überblick zu verschaffen. Das ist Aqua, das ist Terra, das ist Ignis. Wir machen von... Ach, ich bin doch komplett bescheuert. Ich muss Legram noch machen. Warte mal, ich bin... Hier, diese Achse hier, die hatte ich durch. Das haben wir alles in den letzten Folgen gemacht. Bray hat auch. Wir müssen noch den ganzen Legram-Strang machen. Und dann, und wirklich erst dann, kommt die Schreine ins Spiel. Aber das dauert ja nicht mehr so lange. Oh, das ist aber sehr nebelig. Oh. War das schon immer so nebelig, wenn wir hier Nebel hatten? Ich habe gerade das Gefühl, dass ich hier noch nie eine so schlechte Sicht hatte, aber vielleicht ist der Kontrast auch einfach nur zu krass. Was ist denn da für eine Menschentraube? Okay, warte. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. There's no reason for us to head into the station. Let's get out of here. Habe ich hier irgendwie Ausrufezeichen? Ja. Ich habe jetzt nicht mehr reported. Aber das war die letzte Mission, die zu reporten ist. Die kam hier aus Legram. Ich bin schon wieder voll durcheinander. Das mit dem Konzert, das haben wir schon. So, was geht jetzt hier ab? I thought we were done for, but then Yulin and Carno showed up with Pero out of nowhere and saved us. Thanks to them, we managed to get out of there with our lives and make our way back to town. I felt like I had to scold them for being so reckless, but how can you be harsh to someone who saved your life? I'm so grateful to the both of them. Was ist denn passiert? I thought they'd just been wasting their time lately, but I've had them all wrong. Perhaps they're smarter and more motivated than I thought they were. I really do owe them my life. Not just them, of course. Fritz fought valiantly to defend me, and even Pero played his part. They have my gratitude.
Ich hätte gerne einen Bericht, was sich überhaupt ereignet hat. Das klingt ein bisschen wie, der war draußen unterwegs und dann kam Monster und die haben ihn gerettet. Aber ist es so simpel? We were out on the highway when the fog suddenly thickened and we were surrounded by monsters. Guck mal, ich hab's mir nicht eingebildet. Der Nebel ist dichter geworden. Fortunately, we barely managed to escape with our lives. Had it not been for the children's timely appearance, I doubt we would have been so lucky. While on the one hand I'm glad to be alive, it's an ego-shattering reminder of my inexperience. I could not have seen this coming, but that is no excuse. My inexperience and overconfidence could have cost both of us our lives. Ja, und denjenigen, die euch zu Hilfe gekommen sind, ne? I'm completely ashamed of myself. Aber Ende gut, alles gut. Ihr habt Gott sei Dank die Chance noch bekommen, darüber nachzudenken und daraus zu lernen. Fritz and Sven got attacked by monsters out on the highway. Also doch der Klassiker. They managed to slip away in the end, but it's crazy to think they could even end up in that situation at all. I knew I should have gone with them. Ja, und was genau hättest du bitte verhindern können? I'd planned on going with them, but I ended up taking care of the busy work around here instead. Really called that one wrong. Alles gut. Du brauchst ja echt keine Vorwürfe zu machen, würde ich jetzt mal behaupten, als Außenstehende. Do you have any idea how worried I was about you, Dad? If you hadn't come home, I'm sorry, Cindy. I didn't mean to frighten you like that. Ich verstehe sie. Thank you so much for saving him, Fritz. Save your thanks for those who deserve it. My lack of skill placed your father in unnecessary danger. That's not true at all. If you hadn't been there, I don't even want to think about what would have happened. I'm so glad that's okay. I can't even begin to properly thank Fritz for saving his life. Naja, ich glaube, sein Dank ist schon irgendwie angekommen. Dein Dank bei ihm ist irgendwie angekommen. Hugh, that was too close. We heard Dad cry out, so we ran to save him. It's a good thing we did too. If we weren't just in the nick of time, one of those monsters would have had him for lunch. This is all the fog's fault. Where would it even come from all of a sudden? Oder where had it all come from? My legs are killing me after all that running. And Dad's probably really gonna kill me for going out onto the highway to save him. But I can't die with no regrets knowing that everyone's okay. Ja, ich glaube, der wird dir nicht böse sein. Der hat ja gerade selber gesagt, dass er dir sein Leben zu verdanken hat und deswegen sich wahrscheinlich zähneknirschend das Getadel sparen wird. I thought we were done for. That's the scariest thing the Junior Eisenritter has ever faced, bar none. We would have been in real trouble if it weren't for Fritz too. He stayed and attracted the monster's attention so we could all run. He was so cool. Sehr gut. We got in trouble for going out onto the highways without permission, but I'm still glad we did it. Not that I ever want to do it again. Und das ist, glaube ich, das, was eure Eltern auch hören wollen, um ruhiger schlafen zu können. Okay, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal in Telegram weitermachen. Ich werde die Stadt wieder auf Herz und Nieren ablaufen, prüfen. Wir gucken uns die nächste Mission an. Und ich werde euch aber wahrscheinlich auf der Courageous begrüßen, nachdem ich Rosine und Colette ausfindig gemacht habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.